Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video durch Ludwigsburg. Für ein immersives Erlebnis gibt es einen zweiten Audiotrack, Deutsch, der ausschließlich die originalen Stadtgeräusche ohne Musik und zusätzliche Informationen enthält. Wir starten unseren Walk in Ludwigsburg und laufen jetzt direkt auf den ersten Höhepunkt zu, die evangelische Stadtkirche. Ein modernes Wasserspiel. Die Fontänen kommen direkt aus dem Boden und laden die Kinder der Stadt besonders im Sommer zum Spielen ein. Wenn wir durch diese perfekt angelegten Gassen gehen, spürt man sofort, dass diese Stadt anders ist. Sie ist nicht über Jahrhunderte gewachsen, sondern in einem einzigartigen Akt des Willens erschaffen. Denn Ludwigsburg ist eine Planstadt. Ihr Schöpfer war Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg. Im frühen 18. Jahrhundert blickte er neidisch auf das absolutistische Frankreich und beschloss, Stuttgart reicht nicht mehr. Ich baue mein eigenes größeres Symbol meiner Macht, ein deutsches Versailles. Im Jahr 1704 begann der Bau des Residenzschlosses, das heute mit seinen über 450 Zimmern zu den größten original erhaltenen Barockanlagen Europas zählt. Hinter dem Barockprunk verbirgt sich eine viel menschlichere, pikante Wahrheit. Der eigentliche Auslöser für diesen Umzug war die große, aber verbotene Liebe des Herzogs, seine Mätresse, Wilhelmine von Grevenitz. Am Stuttgarter Hof war sie unerwünscht und ein Skandal. Der Herzog entschied radikal: Wenn ich meine Liebe nicht nach Stuttgart bringen kann, dann bringe ich Stuttgart zu meiner Liebe. Er schuf hier eine neue Welt, eine Art Fluchtburg der Leidenschaft. Um dieses ehrgeizige Projekt zu füllen, musste er die Bürger locken. Er bot den Siedlern 15 Jahre Steuerfreiheit und kostenloses Baumaterial. Ludwigsburg erhielt 1718 das Stadtrecht. Es ist eine Stadt, die für die Intrige und die Ambition eines einzigen Mannes entstand. Der Marktplatz selbst, mit seiner italienischen Atmosphäre, ist der Treffpunkt der Stadt. Das pulsierende Herz des heutigen Ludwigsburgs mit über 93.000 Einwohnern. Die evangelische Stadtkirche verkörpert die barocke Ordnung perfekt. Erbaut zwischen 1718 und 1726 vom Baumeister Donato Giuseppe Frisoni, ist sie ein Musterbeispiel. Achten Sie auf die 2 44 Meter hohen Türme, die sich spiegeln. Werfen Sie einen Blick über den Platz. Direkt gegenüber der evangelischen Stadtkirche steht ihr katholisches Pendant, die katholische Kirche zur heiligsten Dreieinigkeit. Diese bewusste, symmetrische Platzierung zeigt die duale Struktur der Stadt, die Herzog Eberhard Ludwig hier geschaffen hat. Im Zentrum des Marktplatzes sehen wir den Marktbrunnen mit der Statue des Stadtgründers, Herzog Eberhard Ludwig. Geschaffen wurde diese Figur um 1724 vom Bildhauer Carlo Ferretti.
Auffällig ist hier die komplexe Drehung, die sogenannte Figura serpentinata. Das Residenzschloss liegt geografisch im Nordosten, also im Rücken der Statue. Der Herzog wendet sich stattdessen mit dem Körper und dem Marschallstab nach Westen, direkt zur evangelischen Stadtkirche. Sein Blick hingegen geht über die linke Schulter streng nach Süden, exakt in Richtung der alten Residenz Stuttgart. Damit bildet die Statue den politischen Kompass inmitten dieses städtebaulichen Meisterwerks. Umrahmt wird sie von den symmetrischen Arkadenhäusern und den beiden gegenüberliegenden Kirchen, die das strenge barocke Raster der Planstadt definieren. Der erste Bundespräsident Theodor Heuss nannte den Ludwigsburger Marktplatz einmal den stolzesten Platz, den Württemberg hat. Dieses Zitat wird in fast allen Stadtführungen verwendet, um die Bedeutung der Anlage zu unterstreichen. Jetzt gehen wir in Richtung Schloss. Ludwigsburg trägt den Beinamen Stadt der drei Schlösser und das nicht umsonst. Hier in direkter Umgebung befinden sich nämlich gleich 3 dieser herrschaftlichen Anlagen. Das Residenzschloss, auf das wir zugehen, ist dabei das dominanteste. Eine gewaltige Barockanlage mit über 450 Zimmern. Es zählt zu den größten barocken Bauwerken Europas, die im Originalzustand erhalten sind. Dazu kommt das Jagd- und Lustschloss Favorit, das in direkter Sichtachse liegt. Und ergänzt wird das Ensemble durch das idyllische Seeschloss Monrepos. Diese Dichte an Residenzen auf engstem Raum demonstriert noch heute eindrucksvoll den Machtanspruch der damaligen Herzöge.
Das hier ist die Schlossstraße in Ludwigsburg. Ursprünglich war diese Achse als breite Promenade für Pferdekutschen konzipiert, um dem Schloss einen würdigen Rahmen zu geben. Heute jedoch prallen hier zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die barocke Ruhe des Schlosses, auf der anderen Seite einer der härtesten Verkehrsknotenpunkte Baden-Württembergs. Die aktuellen Zählungen belegen den Wahnsinn. Täglich donnern hier 55.600 Fahrzeuge durch. Damit muss diese historische Straße heute eine Last tragen, von der die Stadtplaner des 18. Jahrhunderts in ihren kühnsten Träumen keine Vorstellung hatten. Hier sehen wir einen Klassiker der deutschen Verkehrsplanung, den getrennten Geh- und Radweg. Die weiße Linie in der Mitte sorgt hier eigentlich für klare Verhältnisse. Links ist die Spur für die Radfahrer, rechts der Bereich für die Fußgänger. Grundsätzlich sollte man natürlich versuchen, auf seiner Seite zu bleiben, um Konflikte zu vermeiden. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Wenn wenig los ist oder genug Platz zur Verfügung steht, ist es in der Regel halb so wild, wenn man die Linie mal kurz überschreitet. Das Wichtigste ist immer, dass man einfach Rücksicht auf die anderen nimmt. Rund um das Residenzschloss erstreckt sich das blühende Barock, eine der ältesten und schönsten Dauergartenschauen Deutschlands. Doch dieser historische Ort hält auch einen modernen Weltrekord. Jeden Herbst wird der Park zur Bühne für die größte Kürbisausstellung der Welt. Hunderttausende Kürbisse werden hier zu riesigen Skulpturen verarbeitet und ziehen Besucher aus aller Welt an. Es ist ein spannender Kontrast. Die geometrische Gartenkunst des 18. Jahrhunderts trifft hier auf ein lebendiges, internationales Spektakel der Gegenwart. So, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück in Richtung Zentrum.
Wir erreichen jetzt den Holzmarkt. Wie der Name schon verrät, wurde auf diesem achteckigen Platz früher mit Bau- und Brennholz gehandelt. Heute steht in seiner Mitte ein Obelisk. Er erinnert an 4 berühmte Geistesgrößen, die eng mit der Stadt verbunden waren. Die Dichter und Denker Mörike, Kerner, Fischer und Strauß. Ludwigsburg ehrt hier also seine literarischen Söhne. Nun ein paar Infos zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt. Friedrich Schiller, Ein Leben für die Freiheit. Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren. Doch seine prägenden Jugendjahre verbrachte er hier in der Region, in Ludwigsburg. Im Jahr 1766 zog die Familie in die Barockstadt, da sein Vater als Offizier und Gartenverwalter für den Herzog arbeitete. Zunächst besuchte der junge Friedrich die Lateinschule und hatte eine vergleichsweise unbeschwerte Zeit. Doch das Schicksal wendete sich, als Herzog Karl Eugen auf den begabten Jungen aufmerksam wurde. Gegen den Willen der Eltern und gegen seinen eigenen Wunsch musste Schiller 1773 in die Herzogliche Militärakademie eintreten, die berühmte Hohe Karlsschule. Was folgte, waren Jahre des strengen Drills. Schiller studierte zunächst Jura, später Medizin und wurde schließlich Regimentsarzt. Doch er fühlte sich in der Uniform wie in einem Gefängnis. Der Widerstand ließ nicht lange auf sich warten. Heimlich und unter ständiger Gefahr las er verbotene Bücher und begann nachts zu schreiben. So entstand sein erstes großes Werk, Die Räuber. Als das Stück 1782 in Mannheim uraufgeführt wurde, war es eine Sensation, vor allem für die rebellische Jugend. Um bei diesem Triumph dabei zu sein, verließ Schiller unerlaubt die Truppe. Die Strafe des Herzogs war hart: 14 Tage Arrest und ein striktes Verbot, jemals wieder Komödien oder Ähnliches zu schreiben. Das war der Bruch. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1782 floh Schiller gemeinsam mit seinem Freund Andreas Streicher. Er ließ seine Heimat und seine Familie zurück, um als freier Künstler leben zu können. Es folgten harte Jahre im Exil, geprägt von finanziellen Nöten und Krankheiten. Er fand zeitweise Zuflucht in Bauerbach in Thüringen, wo er das Drama Kabale und Liebe vollendete. Später, in Leipzig, schrieb er in einem glücklichen Moment die heute weltberühmte Ode an die Freude. Die entscheidende Wende brachte sein Umzug nach Weimar. Hier traf er auf Johann Wolfgang von Goethe. Aus anfänglicher Skepsis wurde eine der berühmtesten Freundschaften der deutschen Literaturgeschichte. Gemeinsam prägten sie die Epoche der Weimarer Klassik. In dieser produktiven Zeit schuf Schiller seine großen historischen Dramen wie Maria Stuart, die Wallenstein-Trilogie und schließlich sein letztes vollendetes Werk, Wilhelm Tell. Doch sein Leben blieb ein Wettlauf gegen die Krankheit. Am 9. Mai 1805 starb Friedrich Schiller in Weimar an einer schweren Lungenentzündung. Er wurde nur 45 Jahre alt. Was bleibt, ist das Werk eines Mannes, der in Ludwigsburg lernte, was Zwang bedeutet und der sein Leben lang wie kein zweiter für die Freiheit der Gedanken kämpfte. Eduard Mörike, zwischen Pfarrhaus und Poesie. Eduard Mörike ist der zarteste und wohl auch der menschlichste unter den großen Söhnen Ludwigsburgs. Er wurde am 8. September 1804 hier geboren. Während andere Dichter seiner Zeit den großen politischen Umsturz forderten, suchte Mörike das Wunder im Kleinen, im Alltäglichen. Er gilt heute als der bedeutendste Lyriker des Biedermeier. Seine Kindheit in Ludwigsburg war überschattet vom frühen Tod des Vaters. Die Familie geriet in finanzielle Not und der junge Eduard musste früh lernen, sich in bescheidene Verhältnisse zu fügen. Diese Erfahrung prägte ihn ein Leben lang. Er war ein sensibler
oft kränklicher Mann, der das Laute und Hektische der Welt mied. Beruflich führte er ein Doppelleben, das ihn innerlich fast zerriss. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, studierte er Theologie und wurde Pfarrer. Doch er litt unter dem Amt. Die Predigten, die Seelsorge, die Erwartungen der Gemeinde, all das empfand er als Fessel für seine Kreativität. Er war ein Dichter im Talar, der sich nichts sehnlicher wünschte, als den Ruhestand umschreiben zu können. Und wenn er schrieb, entstand Magie. Sein Gedicht. Er ist's mit der berühmten Zeile „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“, ist bis heute der Inbegriff der deutschen Naturlyrik. Aber Mörike hatte auch eine dunkle, leidenschaftliche Seite. Seine unglückliche Liebe zu der geheimnisvollen Maria Meyer verarbeitete er in den Peregriner-Gedichten, Werke voller Schmerz und flammender Sehnsucht. Später schuf er mit der Novelle Mozart auf der Reise nach Prag ein Meisterwerk der Erzählkunst, in dem er dem genialen Komponisten ein literarisches Denkmal setzte. Mörike starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart. Er war kein Kämpfer auf den Barrikaden, sondern ein Wanderer zwischen den Welten, ein Mann, der in Ludwigsburg seine Wurzeln hatte und der Welt zeigte, dass auch im leisen Wehen des Windes eine gewaltige Kraft liegen kann. Justinus Kerner, der Arzt, der die Geister rief. Justinus Kerner war eine der schillerndsten Figuren der deutschen Romantik. Geboren am 18. September 1786 in Ludwigsburg, vereinte er in sich zwei Seelen, die gegensätzlicher kaum sein könnten, die des rationalen Arztes und die des mystischen Geistersehers. Seine Jugend in Ludwigsburg war nicht einfach. Er begann eine Lehre in der herzoglichen Tuchfabrik, eine Arbeit, die er zutiefst verabscheute. Er flüchtete sich in die Poesie und studierte später Medizin. Als Arzt war er beliebt und geschätzt. Er kümmerte sich aufopferungsvoll um seine Patienten, oft ohne Honorar, wenn diese arm waren. Er erkannte als einer der Ersten die tödliche Gefahr von verdorbenen Würsten, die sogenannte Botulismusvergiftung, und rettete damit viele Leben. Doch sein Herz schlug für das Dunkle und Geheimnisvolle. Sein Wohnhaus im nahen Weinsberg, das Kerner-Haus, wurde zum Wallfahrtsort der Romantik. Dichter wie Ludwig Uhland oder Nikolaus Lenau gingen hier ein und aus. Man trank Wein, diskutierte und gruselte sich gemeinsam. Denn Kerner war besessen vom Übersinnlichen. Er nahm eine schwerkranke Frau, die sogenannte Seherin von Prevorst, bei sich auf. Jahrelang protokollierte er ihre Visionen, ihre Gespräche mit Geistern und ihre Zustände zwischen Leben und Tod. Sein Buch darüber wurde ein Bestseller, auch wenn Wissenschaftler nur den Kopf schüttelten. Zudem war Kerner ein Pionier der Psychologie, eher zufällig. Er faszinierte sich für zufällige Tintenkleckse auf Papier, faltete sie und interpretierte Figuren hinein. Diese Klecksographien inspirierten später den berühmten Rorschach-Test. Justinus Kerner starb 1862. Er hinterließ das Bild eines Mannes, der keine Grenzen akzeptierte, weder die zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen noch die zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. David Friedrich Strauß, der Skandaltheologe. David Friedrich Strauß, geboren am 27. Januar 1808 in Ludwigsburg, sorgte im 19. Jahrhundert für ein intellektuelles Erdbeben, dessen Erschütterungen bis heute spürbar sind. Er war ein brillanter Kopf, ein Musterschüler, der Theologie studierte. Doch statt die Lehren der Kirche zu verteidigen, zerlegte er sie mit dem Skalpell des Verstandes. Im Jahr 1835, mit gerade einmal 27 Jahren, veröffentlichte er sein Hauptwerk, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Was darin stand, war unerhört. Strauß behauptete, die Evangelien seien keine historischen Berichte, sondern Mythen. Die Wunder Jesu, wie das Gehen über Wasser oder die Auferstehung, seien nicht wirklich passiert,
sondern fromme Dichtungen der Urchristen, um den Messias zu verherrlichen. Er leugnete nicht die Existenz Jesu, aber er machte ihn von einem Gottessohn zu einem rein historischen Menschen. Die Reaktion war gewaltig. Strauß wurde über Nacht berühmt, aber auch zum meistgehassten Mann der Kirche. Man beschimpfte ihn als Judas und Antichrist. Seine akademische Karriere war augenblicklich vernichtet. Eine bereits zugesagte Professur in Zürich konnte er wegen massiver Bürgerproteste nie antreten. Er verlor seine Arbeit, seine Reputation und viele Freunde. Auch privat war sein Leben turbulent. Er heiratete die berühmte Opernsängerin Agnese Chebest. Doch die Ehe war ein Desaster und endete in einer schmutzigen Trennung. Damals ein weiterer Skandal. Trotz aller Anfeindungen blieb Strauß unbeugsam. Er schrieb weiter, kämpfte für den Liberalismus und eine Religion der Vernunft. Er starb 1874 in seiner Geburtsstadt Ludwigsburg. Heute ehrt ihn die Stadt nicht als Ketzer, sondern als einen ihrer schärfsten und mutigsten Denker, der wagte, den Glauben durch das Wissen herauszufordern. Friedrich Theodor Fischer, der Mann, der die Dinge hasste. Der vierte große Name auf dem Ludwigsburger Obelisken ist Friedrich Theodor Fischer, geboren am 30. Juni 1807. Er war der Sohn eines Stadtpfarrers und wie sein Freund David Friedrich Strauß war auch er ein Rebell des Geistes, wenn auch auf eine ganz andere, oft humorvolle Art. Fischer war ein Universalgelehrter, Literaturwissenschaftler, Philosoph und Politiker. Er war ein Mann des Wortes, der kein Blatt vor den Mund nahm. Seine Vorlesungen waren legendär, gefürchtet und geliebt zugleich, wegen seiner rhetorischen Schärfe. Doch Fischer war nicht nur ein Theoretiker. Als die Revolution von 1848 ausbrach, mischte er sich ein. Er wurde als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, die in der Paulskirche tagte. Dort stritt er leidenschaftlich für ein demokratisches, geeintes Deutschland. Er gehörte zur politischen Linken, was ihm später viel Ärger mit der Obrigkeit einbrachte und ihn zeitweise ins Exil in die Schweiz trieb. Sein bleibendes Vermächtnis aber ist ein philosophischer Begriff, den wir heute noch im Alltag benutzen, oft ohne es zu wissen: die Tücke des Objekts. In seinem Roman Auch einer beschreibt er herrlich komisch, wie sich die unbelebten Dinge gegen den Menschen verschwören. Der Knopf, der genau dann abreißt, wenn man es eilig hat. Der Schlüssel, der sich versteckt. Für Fischer war das ein Symbol für den ewigen Kampf des Geistes gegen die widerständige Materie. Friedrich Theodor Fischer starb 1887. Er war ein brillanter Ästhetiker, der uns lehrte, dass Philosophie nicht trocken sein muss und dass man auch über die kleinen Ärgernisse des Alltags mit großem Verstand nachdenken kann. Doch Ludwigsburg definiert sich nicht nur über seine Architektur oder große Persönlichkeiten. Nein, es gibt auch zwei ganz besondere Aushängeschilder, die den Namen der Stadt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht haben. Es ist die Geschichte von zwei Manufakturen, die zwar Jahrhunderte trennen, aber beide für absolute Weltklasse stehen. Das weiße Gold, Glanz und Ende der Porzellanmanufaktur. Das erste Kapitel handelt vom sogenannten weißen Gold. Wir gehen zurück in das Jahr 1758. Herzog Karl Eugen war ein Herrscher, der den Glanz liebte. Und im Barock gab es kaum etwas Kostbareres als Porzellan. Die großen Höfe in Meißen, Wien oder Paris hatten bereits ihre eigenen Produktionsstätten. Das wollte Karl Eugen auch. Per Dekret gründete er die Porzellanmanufaktur Ludwigsburg.
Es war von Anfang an ein technisches und künstlerisches Wagnis. Das Geheimnis der Herstellung, das sogenannte Arcanum, wurde gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Die richtige Mischung aus Kaolin, Feldspat und Quarz zu finden, war eine Wissenschaft für sich. Doch den Ludwigsburgern gelang es. Was diese Manufaktur so besonders machte, war ihr einzigartiger Stil. Das Ludwigsburger Porzellan war nicht rein weiß, sondern hatte einen ganz fein, gräulichen Schimmer. Was zunächst wie ein Makel klang, wurde zum Markenzeichen, denn genau dieser Ton harmonierte perfekt mit den pastellfarbenen Glasuren des Rokoko. Die Künstler der Manufaktur schufen Meisterwerke. Berühmt wurde vor allem das sogenannte Schuppenmuster, das in aufwendigster Handarbeit auf das Geschirr gemalt wurde. Jede Tasse, jeder Teller und jede der berühmten Tierfiguren ging durch viele Hände. Doch so kunstvoll die Stücke auch waren, wirtschaftlich war die Manufaktur fast immer ein Sorgenkind. Schon der Herzog musste ständig Geld nachschießen. Über 250 Jahre lang wurde im Schloss produziert, doch diese Ära ist nun endgültig vorbei. Nach einem langen, zähen Ringen musste die traditionsreiche Manufaktur vor wenigen Jahren ihre Tore für immer schließen. Die Öfen sind kalt, die Produktion ist eingestellt. Es wird kein neues Ludwigsburger Porzellan mehr geben. Das ist ein schmerzhafter Verlust für die Kulturgeschichte, aber es macht jedes existierende Stück, das die blaue Herzogskrone trägt, heute zu einem unwiederbringlichen Schatz. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich oft eine andere. Der Geist, hier in Ludwigsburg Dinge zu erschaffen, die das Auge täuschen und verzaubern, ist nicht verschwunden. Er ist nur umgezogen. Wo früher Pinsel und Brennofen regierten, stehen heute Hochleistungsrechner und Kameras. Die Traumfabrik. Die Filmakademie Baden-Württemberg. Wir springen in die Moderne, in das Jahr 1991. Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne, der Mathildenhöhe, wurde eine neue Art von Manufaktur gegründet, die Filmakademie Baden-Württemberg. Der Ort ist symbolträchtig. Wo früher Soldaten exerzierten und starrer Gehorsam herrschte, zogen nun junge Freigeister ein. Das Ziel war ambitioniert. Man wollte eine Filmschule schaffen, die nicht nur trockene Theorie lehrt, sondern das Handwerk des Filmemachens in den Mittelpunkt stellt. Learning by doing, wie es im Englischen heißt. Das Konzept ging auf, und zwar gewaltig. Heute, gut 30 Jahre später, gilt die Ludwigsburger Akademie als eine der besten Filmschulen der gesamten Welt. Renommierte Branchenblätter wie der Hollywood Reporter listen die Schule regelmäßig in ihren Top-Rankings, oft als einzige deutsche Institution. Besonders das hier ansässige Animationsinstitut ist ein globales Aushängeschild. Hier lernen die Studenten, wie man digitale Welten erschafft, die von der Realität nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Erfolge sprechen für sich. Die Vitrinen der Akademie sind gefüllt mit Trophäen. Regelmäßig gewinnen die Abschlussfilme der Studenten die begehrten Studenten-Oscars in Los Angeles. Und die Absolventen, die findet man heute überall dort, wo großes Kino gemacht wird. Wenn Sie im Kino sitzen und im Abspann eines Marvel-Blockbusters, eines Star-Wars-Films oder eines großen Dramas die Namen der visuellen Effekte-Künstler lesen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige davon ihr Handwerk hier in Ludwigsburg gelernt haben. Das Erfolgsgeheimnis ist dabei ähnlich wie damals beim Porzellan. Es geht um Präzision, um Geduld und um den unbedingten Willen, eine künstlerische Vision Realität werden zu lassen. So schließt sich der Kreis. Das handbemalte Porzellan aus dem Jahr 1760 ist ein abgeschlossenes Kapitel, ein kostbares Erbe im Museum. Doch die digitalen Welten aus dem Hier und Jetzt zeigen, dass die kreative Kraft der Stadt lebendiger ist denn je. Ludwigsburg war und ist eine Stadt der Schöpfer. Damit sind wir am Ende unseres Rundgangs durch Ludwigsburg angekommen.
Ich hoffe, diese Mischung aus Geschichte und Gegenwart hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Falls ihr Anmerkungen zu den Fakten habt, Ergänzungen wisst oder Änderungswünsche für kommende Videos habt, schreibt es mir bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ich lese mir euer Feedback regelmäßig durch und antworte in der Regel auch darauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.